Hallo meine Lieben, ich habe heute mal wieder einen schönen abstrakten Malprozess für euch und hoffe, dass ihr euch von dem Thema genauso inspiriert fühlt wie ich. Ich benutze heute mal wieder meine Spachtelmasse, um ein bisschen Struktur in das Gemälde zu bekommen. Und ich habe hier immer eine feine Spachtelmasse und da mische ich mir einfach ein bisschen Dekosand dazu, um die ein bisschen körniger zu gestalten. Und die verteile ich jetzt einmal hier gleichmäßig über die Leinwand. Die Leinwand lasse ich jetzt erstmal durchtrocknen, bevor ich anfange mit der Farbe. Ich habe mir ein paar Bilder angeguckt von rostigen Schiffswracks, weil, keine Ahnung, fragt mich nicht warum, mich das gerade total inspiriert. Vielleicht auch, weil ich ein bisschen zu viel Roofless TV geguckt habe, falls euch das irgendwie was sagt. Vielleicht eher den Herren unter euch, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich total begeistert einfach von diesen Strukturen und ich versuche das jetzt so ein bisschen auf meine Leinwand zu bekommen. Ich habe mir hierfür schon ein paar schöne Blautöne angemischt. Das hier ist zum Beispiel so ein schönes Ultramarinblau, da habe ich einfach ein Primärblau genommen, mit Magenta und ein bisschen gebranntem Umbra vermischt und dann hatte ich diesen schönen dunklen Ultramarinblauton hinbekommen. Ich fange jetzt aber, wie bei den meisten Bildern in letzter Zeit, erstmal mit einer unteren Schicht aus gebranntem Umbra an. Ich finde, da hat man dann schon die richtige Wärme im Bild und ich finde das auch immer schön, wenn man die so leicht transparent über die Leinwand ziehen kann. Das soll halt so ein bisschen aussehen wie die unterste Schicht vom Rost oder so. Und das versuche ich jetzt einfach so ein bisschen nachzustellen auf meiner Leinwand. Ja, wenn man sich die Referenzen so anguckt, dann sind da halt auch viele Gelb- und Orangetöne mit drin, aber auch schon Töne, die leicht ins Grünliche und Bläuliche gehen. Diese ganze Oxidationssache hat ja auch verschiedene Stadien und die versuche ich halt hier so ein bisschen zu imitieren. Was ich halt auch cool finde, ist die Idee, dass dieses Hellblau zum Beispiel den abgeplatzten Lack darstellt oder so von so einem Schiffswrack. Und das habe ich auch auf vielen Fotos so gesehen, deswegen musste das da natürlich auch unbedingt mit rein, so ein bisschen blau. Und es gibt natürlich auch einen wunderbaren Kontrast zu Orange, weil es auch wieder die Komplementärfarbe ist. Ich hatte ja letztens so eine Farbstudie auch erstellt über die beiden Komplementärfarben Blau und Orange. Und ich finde, die ergeben auch total die Spannung im Bild irgendwie, wenn man die so zusammenbringt. Deswegen mache ich das ganz gerne in letzter Zeit. Andererseits kann das Blau natürlich auch für die wunderbare Unterwasserwelt stehen. Also da sind der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt.
Ich arbeite hier übrigens erstmal alles mit dem Pinsel ein und werde aber später noch mein Malmesser dafür benutzen, um noch mehr Struktur reinzubekommen, weil das Getupfte alleine reicht mir natürlich nicht. Beim Betrachten der Bilder ist mir auch aufgefallen, dass auch in den Stellen, wo es ein bisschen bräunlicher und dunkler ist, auch da ganz viele kleine Farbabplatzungen von diesem blauen Lack sind. Und deswegen bringe ich auch in die Stellen noch ein bisschen mehr von dem Blau mit ein. Das ist jetzt auch erstmal nur ganz grob. Wie gesagt, arbeite ich das später auch noch mit anderen Tools ein. Das seht ihr ja dann gleich. Hier benutze ich zum Beispiel erstmal mein Malmesser. Wie gesagt, kann man damit mehr Struktur in das Bild bekommen und ich finde, dadurch sieht das Bild auch interessanter aus. Dieses Weiß ist übrigens ein Perlweiß, also so ein flüssiges, irisierendes Weiß. Das benutze ich einfach, um so ein paar Highlights zu setzen, mal hier und mal da. Hier benutze ich übrigens ein Oxidrot. Ich finde, es passt natürlich auch vom Namen her schon allein zu diesem Bild. Und ich finde, das gibt dem Ganzen auch nochmal mehr Ausdruck. Und hier kommt jetzt mein kreativstes Tool überhaupt. Das ist einfach von der leeren Küchenrolle, diese Pappe, die da am Ende bei übrig ist. Die sammle ich jetzt immer und die benutze ich für meine Gemälde, um ein bisschen Strukturen reinzubekommen. Sieht auf jeden Fall ganz interessant damit aus, finde ich.
soweit bin ich erstmal zufrieden mit dem Gemälde. Es fehlt eigentlich nur noch eine Kleinigkeit und zwar so ein paar Akzente. Und dafür benutze ich einfach so ein ganz normales Taschentuch oder Küchentuch, mache das so ein bisschen klein zu so einer Art Ball und dann tauche ich das in die Farbe, hier zum Beispiel in dieses Hellblau nochmal und dann tupfe ich das so ein bisschen in das ganze Bild nochmal mit ein, auch an die Stellen, wo ein bisschen mehr braun ist. Da möchte ich auch ein paar blaue Stellen mit drin haben, hatte ich ja am Anfang auch schon erwähnt, dass es einfach so richtig schön vielschichtig wirkt. Und als ob das ganze Gemälde auch selbst viele Schichten hat, genauso wie eben so ein rostiges Schiffswrack. Das Bild ist jetzt auf jeden Fall fertig. Ich habe es über Nacht trocknen lassen und schaut mal, wie cool diese Struktur hier aussieht. Gerade mit der Spachtelmasse, finde ich, ergibt es einfach so eine ganz tolle, ja, einzigartige Struktur und als ob das Bild wirklich auch so eine Geschichte erzählt, als ob da irgendwie so ein Stück Metall schon Ewigkeiten unter Wasser gewesen wäre oder so. Und ich liebe einfach solche Sachen, die die Fantasie anregen und das hat mir auf jeden Fall riesigen Spaß gemacht, dieses Bild hier zu malen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.